1910 auf den Galapagos-Inseln, die aus 12 total abgeschiedenen Inseln bestehen. Aber genau auf der Insel Pinta wird ein kleiner, schöner Schildkröte vom Typ Pinta-Schildkröte geboren. Sein Name ist George. Er kommt in einer großen Familie von Riesenschildkröten, die seit Tausenden von Jahren auf den Galapagos-Inseln lebt. Die haben ihr bestes Leben gelebt, ganz entspannt durch die Wälder geschlendert, Blätter und Pflanzen gefuttert und einfach gechillt, komplett stressfrei. Aber leider für George und seine Familie fangen die Menschen an, in ihr Gebiet einzudringen. Im 19. Jahrhundert haben die Menschen wilde Ziege auf die Insel Pinta gebracht. Die Ziegen fangen an, alle Pflanzen zu fressen, auf die die Schildkröten für ihr Futter und ihren Schutz angewiesen waren. Mit der Zeit werden die Ziegen immer mehr und zerstören die Umwelt, in der die Schildkröten gelebt haben. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, Seeleute und Fischer haben angefangen, die Schildkröten wegen ihrem Fleisch und Öl zu jagen. Die Zahlen der Schildkröten gehen krass zurück und die Pinta-Insel-Schildkröten stehen kurz vor dem Aussterben. 1971, ein ungarischer Biologe namens Josef Vagfolgi ist auf einer Expedition und zufällig stolpert er über George, ein einzelnes Männchen, ganz allein auf der Insel. Deshalb nannten sie ihn Lonesome George, also George der Einsame. Und er wurde der letzte seiner Art. Danach wurde George zur Charles Darwin Forschungsstation auf der Insel Santa Cruz gebracht, damit man ihn besser schützen konnte. Dort wartet Fausto Lorena auf ihn, der Mann, der über 40 Jahre lang Georges Wächter und Freund sein würde. 40 Jahre! Wow, ich brauche auch meinen eigenen Fausto. An diesem Ort lebte George zwar sicher, weit weg von den Gefahren, die seine Art ausgelöst hatten. Aber das große Problem blieb, wie rettet man seine Art? Sie müssen eine Partnerin für George finden, um die Art vor dem Aussterben zu retten. Also brachten sie ihm Weibchen, aber nur von verwandten Arten, wie die Schelnades nigerpeki von der Insel Isabella und später die Schelnades hodensis von der Insel Hispaniola. 2008 legten die Weibchen 30 Eier und 2009 nochmal 5. Aber leider, alle Eier waren unbefruchtet und sind nie geschlüpft. Sogar eine Belohnung von $10.000 wurde ausgesetzt für denjenigen, der eine passende Partnerin für George findet. Aber leider tauchte nie eine weitere Schildkröte seiner Art auf. Am Morgen des 24. Juni 2012 ging Fausto Lorena wie immer rein, um George sein Futter zu bringen und findet ihn tot auf dem Boden. George war etwa 100 Jahre alt. Eigentlich ziemlich jung für eine Riesenschildkröte, die locker 200 Jahre alt werden kann. Lorena sagte, sein Körper war noch warm, aber ohne Leben. Mit Georges Tod ist die Pinta-Insel-Schildkröte offiziell ausgestorben. Nach seinem Tod wurde Georges Körper im American Museum of Natural History in New York embalsamiert. Später im Jahr 2017 wurde er zurück in seine Heimat auf den Galapagos-Inseln gebracht. Im Februar 2020 hat die Galapagos Conservancy bekannt gegeben, dass bei einer Expedition zum Vulkan 30 hybride Schildkröten entdeckt wurden. Unter diesen Schildkröten fanden sie ein junges Weibchen, das Gene der Pinta-Schildkröte in sich trägt. Laut einem Artikel in Reptiles Magazine hat dieses Weibchen etwa 16 Pinta-Gene, was uns einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt, ein Stück vom Erbe der Art zurückzubringen. Aber George bleibt der letzte echte Reiner seiner Art. Die Wahrheit ist, dass Georges Geschichte kein Einzelfall ist. Die letzten paar Jahre waren voller Trauer und Abschied von Lebewesen. Und warum weit zurückgehen? Letztes Jahr, 2024, haben wir einen wunderschönen Vogel verloren, den Dünnschnabel-Brachvogel. In einer Studie veröffentlicht von BirdLife International im November 2024, also nur 6 Monate bevor diese Folge produziert wurde, hat die Studie das Aussterben der Art bestätigt. Der letzte bestätigte Sichtung des Vogels war im Jahr 1995 in Marokko. Okay, vielleicht kanntest du diesen Vogel gar nicht. Aber was ist mit dem berühmtesten Papagei, über den der Film Rio gemacht wurde und der so viele Leute begeistert hat? Sein Wissenschaftlername ist Specs Macau. Leider war sein Ende anders als im Film. Kein Happy End. Nach jahrelanger Suche erklärte die IUCN, also die International Union for Conservation of Nature, im Jahr 2019 die Art offiziell für in der Wildnis ausgestorben. Trotzdem wurden nach Jahren von Erhaltungsbemühungen 200 Vögel aus nur einem einzigen Elternpaar gezüchtet. Heute gilt er immer noch als in der Wildnis ausgestorben. Auch der prächtige Pfeilgiftfrosch wurde 2020 offiziell für ausgestorben erklärt. Der Elfenbeinspecht 2021 und der Guam-Flughund, die wurde im November 2023 von der US Fish and Wildlife Service offiziell als ausgestorben gelistet. Was ist eigentlich los mit dem Monat November? Warum immer da die schlechten Nachrichten?
Und nicht nur die, noch eine Menge anderer Arten haben wir verloren und verlieren sie jedes Jahr. Lieber Zuschauer, du fragst dich bestimmt, wer ist schuld daran? Ich habe Angst, es laut auszusprechen, aber er ist überall um dich herum. Der Mensch, lieber Zuschauer. Aber okay, ich will den Menschen auch nicht zu hart rannehmen und ihnen auch nicht komplett die Schuld in die Schuhe schieben. Geben wir ihm eine Chance. Lass uns erstmal klären, was Aussterben überhaupt ist und warum es passiert, lieber Zuschauer. Das Aussterben von Arten ist kein neues Ding, das erst in unserer Zeit passiert. Aussterben ist ein völlig natürlicher Prozess, der auch ganz ohne den Menschen abläuft. Sogar bevor der Mensch überhaupt existiert hat. Vor Millionen von Jahren war er noch nicht mal da. Und das hat eine Menge Gründe. Das Klima ändert sich, oder der Meeresspiegel steigt oder fehlt, oder eine Seuche kommt, so ein kleiner Mikrob, der eine ganze Herde oder eine bestimmte Art auslöscht. Oder eine Art dringt in das Gebiet einer anderen Art ein und frisst alles auf. Sei es Insekten, Raubtiere, whatever. Oder auch wenn die Lebensräume oder Wälder, in denen eine Art lebt, zerstört oder abgebrannt werden. Saurer Regen und Strahlung gehören auch dazu. All diese Sachen, da mischt der Mensch nicht mit. Und tatsächlich sind sich die Wissenschaftler sicher, dass 99% aller Lebewesen, die auf diesem Planeten gelebt haben, wegen natürlicher Phänomene oder Katastrophen ausgestorben sind. 99%! Kannst du das vorstellen? Ich bin sprachlos. Die meisten Arten, die wir sehen, in echt oder in Filmen, machen tatsächlich weniger als 1% der Arten aus, die auf der Erde während der letzten 4 Milliarden Jahre gelebt haben. Der ganze Rest ist ausgestorben, ohne dass der Mensch irgendwas damit zu tun hatte. Die meisten davon sind während 5 große Aussterbewellen verschwunden, die diesen Planeten getroffen haben. Die schlimmste war die Perm-Zeit, eine katastrophale Aussterbewelle, die das große Sterben nennen. Eine der übelsten Aussterbe-Events, die auf diesem Planeten passiert sind. Das kam, weil riesige Vulkane ausgebrochen sind und über tausende von Jahren nicht aufgehört haben. Das hat dazu geführt, dass Bakterien wie verrückt gewachsen sind, Kohlevorräte im Boden in Brand geraten sind und die Erde voll mit Kohlendioxid und Schwefelwasserstoff. Das hat 95% der Lebewesen, die damals auf der Erde waren, durch Ersticken aussterben. Die Erde brauchte danach Millionen von Jahren, um sich zu erholen, bis das Leben langsam zurückkehrte. Dann kamen die Dinosaurier, die den Planeten für weitere Millionen von Jahren beherrschten, bis die nächste große Aussterbewelle kam, die sogenannte KT-Extinction, die vor etwa 65 Millionen Jahren stattgefunden hat. Die gängigste Theorie ist, dass dieses Ereignis durch den Einschlag eines Asteroiden auf die Erde ausgelöst wurde. So ein Ding kracht auf die Erde und stellt alles auf den Kopf. Das passierte zur gleichen Zeit wie riesige Vulkanausbrüche. Die beiden Ereignisse zusammen haben Staub und Rauch erzeugt, die das Sonnenlicht blockiert haben, nicht für ein Jahr, nicht für 2, nicht für 10 oder 100 Jahre, sondern für Tausende von Jahren. Stell dir vor, du lebst dein ganzes Leben und die Sonne ist einfach weg. Mann, wenn ich da ein Tier wäre, würde ich auch aufregen und depressiv werden, wenn ich überhaupt überlebt hätte. Aus dieser Welle haben ein paar kleine Echsen, Frösche, Vögel und Krokodile überlebt. Und vor diesen beiden Ereignissen gab es noch die Jurassic Extinction, bei der 3/4 aller Kreaturen auf dem Planeten draufgegangen sind. Und die Late Devonian Mass Extinction, eine Aussterbewelle, die 20 Millionen Jahre lang gedauert hat. Wow, Mann. 5 natürliche Aussterbewellen, bei denen der Mensch 0 zu tun hatte. Zusammen haben die 99% aller Lebewesen ausgelöscht, die auf diesem Planeten gelebt haben. Wow, Mann. Zum Glück ist das Ganze vor Millionen von Jahren passiert. Der Planet hatte also genug Zeit, um sich wieder zu erholen. Und jetzt? Alles gut. Stabil. Gott sei Dank. Aber die Frage ist, warum zeigen wir immer mit dem Finger auf den Menschen und sagen, er ist derjenige, der den Planeten kaputt macht und Arten aussterben lässt? Die Antwort darauf liefert der Dr. Daniel Simperloff von der Universität Tennessee. Er sagt ganz klar, wir leben ohne jeden Zweifel mitten in der 6. Aussterbewelle. Und nicht nur Dr. Daniel sagt das. Lieber Zuschauer, 7 von 10 Biologen, also Leute, die ihr ganzes Leben damit verbringen, das Leben auf der Erde zu verstehen, bestätigen, dass der Planet gerade die 6. Aussterbewelle durchmacht. Und diese Welle könnte eine der schlimmsten Aussterbeereignisse in der Geschichte des Planeten sein. Lieber Zuschauer, in den letzten 500 Jahren sind mehr Arten ausgestorben als in den letzten 20 Millionen Jahren. Die aktuelle Aussterberate ist 100 bis 10.000 Mal höher als die natürliche Aussterberate. Also ehrlich, was machen wir da? Bei den Vögeln zum Beispiel sind über 180 Arten bereits ausgestorben und mehr als 1400 weitere Arten sind akut bedroht.
Dutzende Tier- und Pflanzenarten, die vorher den Planeten gefüllt haben, sterben täglich aus. Eine Studie schätzt, dass alle 20 Minuten eine Tier- oder Pflanzenart aussterbt. Alle 20 Minuten? What the f***? Kannst du das vorstellen? Und sie sagt, dass bis Ende dieses Jahrhunderts 50% aller Lebewesen komplett ausgestorben sein werden. Lieber Zuschauer, das heißt, dass in 75 Jahren vielleicht die Hälfte der Lebewesen, die jetzt mit uns auf dem Planeten leben, weg sein könnte. Diese krasse Geschwindigkeit beim Aussterben, die liegt in erster Linie am Menschen. 99% der Arten, die jetzt in unserer Zeit aussterben, gehen wegen dem Menschen drauf. Dinge wie Umweltverschmutzung, Abholzung der Wälder und natürlich der Klimawandel, über den wir ja schon in der Pinguin-Folge gesprochen haben und wie er ihre Zahlen beeinflusst. Lieber Zuschauer, alle Aussterbeereignisse von früher haben Tausende oder Millionen Jahre gedauert. Aber in nur ein paar hundert Jahren haben wir einen riesigen Teil der Tierwelt verloren. Die WWF, Worldwide Fund for Nature, macht jedes Jahr eine Liste von bedrohten Arten. Davon sind 17 Arten critically endangered, also ultra krass vom Aussterben bedroht. Und in der aktuellen Lage sieht es leider so aus, als würden sie unweigerlich aussterben. Und wir reden hier nicht von schwachen Tieren, wir reden von schwarzen Nashörnern, östlichen Flachland-Gorillas, Amur-Leoparden und bestimmten Elefantenarten, wie dem afrikanischen Waldelefanten und dem Sumatra-Elefanten. Und auf der Endangered-Liste, die auch vom Aussterben bedroht sind, aber weniger krass als critically endangered. Da sind der Tiger. Kannst du das vorstellen? Der Tiger und der Berggorilla. Oh, wait, warte, what the hell? King Kong? Und der Blauwal, der größte Lebewesen auf der Erde, mit all seiner majestätischen Größe, ist vom Aussterben bedroht. Und dann gibt es noch die Vulnerable-Liste. So ein bisschen weniger schlimm, also die sind doch ein Stück davon entfernt, richtig vom Aussterben bedroht zu sein. Da sind der Gepard, der Eisbär und das Nilpferd drauf. Und wir dürfen auch das Symbol der Organisation nicht vergessen, den Panda, das süße, niedliche Wesen. Zum Glück ist er nicht mehr auf der Endangered-Liste, sondern nun auf der Vulnerable-Liste. In einem anderen Szenario hätte es den Panda vielleicht nicht mehr in unserer Welt gegeben. Wow, danke China. Sie ist ja Junqua. Aber vielleicht sagt einer von euch, wenn es eine Pflanzen- oder Tierart gibt, die ich nicht esse und die mir nichts bringt und es kommt eher nicht klar mit der Welt, die wir Menschen aufgebaut haben, sorry, aber warum soll es dann nicht einfach aussterben? Ciao. Kakao. Genau wie jedes schwache Tier, das sich nicht anpassen kann. Das ist doch ein Loser-Tier. Warum ist es nicht wie die Kuh oder das Huhn, die die Welt erobert haben? Weil sie den Menschen was Wichtiges liefern. Vielleicht sagt wer anders, weil sie eine Nahrungsquelle für uns sind. Okay, aber was ist mit Katzen und Hunden, die auch die Welt erobert haben? Auf ihre Weise. Warum kann es nicht ein vollgereichtes, angepasstes Tier wie die sein? Volles Mitgefühl und Respekt. War schön, dass du ein bisschen Zeit auf diesem Planeten hattest. Aber ganz ehrlich, solange es nicht um Äpfel oder Döner geht, bin ich fein damit. Der Mensch ist der Klügste, der Stärkste. Er hat die Regeln gemacht, die Welt verändert und übernommen. Das hier ist jetzt sein Spielplatz. Und sorry, aber die Art, die sich nicht an diese Veränderungen anpassen konnte, dann ist das eher Problem. Lieber Zuschauer, warum bist du so? Die Wahrheit ist, mein lieber Zuschauer, wer sind die Gäste, die Neuen auf dem Planeten? Die neuesten Studien zeigen, dass die Menschheit, so wie wir sie kennen, die Homo sapiens, maximal seit etwa 400.000 Jahren auf der Erde ist. Also wenn wir irgendwann mal eine Entscheidung treffen, die deren Lebensraum oder Bedürfnisse betrifft, dann sollten wir auch deren Interessen mit auf dem Schirm haben. Denn nebenbei, wenn eine Art aussterbt, kann das auch zum Aussterben von einer anderen Art führen. Das Ökosystem ist mega kompliziert. Alles hängt zusammen und ist voneinander abhängig. Korallenriffe zum Beispiel. Wenn ihre Zahlen wegen der Erwärmung der Ozeane durch den Klimawandel abnehmen, dann trifft das den Papageifisch, der sie als Nahrungsquelle und Schutz braucht. Das macht den Papageifisch vom Aussterben bedroht und das wiederum beeinflusst andere Arten, wie Haie, die sich von ihm ernähren. Diese Kette von Auswirkungen kann sich so weit ausbreiten, dass sie Lebewesen erreicht, von denen die Menschheit direkt abhängt. Zum Beispiel Fische, die für uns eine wichtige Nahrungsquelle sind. Das könnte ein Schritt Richtung Zusammenbruch des komplexen Ökosystems sein, was wiederum die Ecosystem Services beeinflusst. Also die Dinge, die wir von der Natur kriegen, wie unser Essen, Trinken, Medizin, Rohstoffe für unsere Industrie und mehr. Je gesünder und ausgeglichener das System ist, desto besser ist für unsere körperliche und mentale Gesundheit. Und das Wichtigste, alle Gründe, die zum Aussterben führen, kommen am Ende auch auf uns zurück. Die globale Erwärmung zum Beispiel. Wen trifft da am Ende? Na uns. Deshalb dürfen wir nichts übersehen, was irgendein Element auf diesem Planeten beeinflussen könnte. Wir Menschen sollten die Verantwortlichen sein.
Unsere Aufgabe als Menschen, die schlauesten Wesen, ist es für das ökologische Gleichgewicht zu sorgen, damit nicht irgendwann der Tag kommt, an dem wir selbst aussterben. Und dann gibt es keine neuen Folgen mehr. Aber Gott sei Dank gibt es die alten Folgen, die schon da sind. Falls wir aussterben, können die neuen Kreaturen, die unseren Platz einnehmen, sich diese Folge anschauen. Bestimmt haben sie bis dahin den Code unserer komplizierten Menschensprachen geknackt und werden alles verstehen. Mein Content ist für jede Ära und jede Zeit. Jeder wird ihn schicken, egal wann er zuschaut. Wenn Sie die alten Folgen gucken, kriegen Sie bestimmt eine Ahnung, worüber wir geredet haben. Und klar, wenn Sie meinen Kanal abonnieren, wäre das mega nice. Ich hoffe, mein Kanal stirbt nicht mit der Menschheit aus. Und zu guter Letzt widmen wir diese Folge Lonesome George und allen Arten, die uns in den letzten Jahren verlassen haben. Rest in Peace, Legends.